Hallo an alle K-System und OpenK-Freunde da draußen. Schön, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Und schon geht's wieder weiter in der iK-Tutorial-Serie. Heute zeige ich euch, wie ihr die Rückmelder, die ja hier überall verbaut sind, und die Weiche in iK einrichten könnt. Bei den Rückmeldern werde ich euch zunächst nur die passive Positionsrückmeldung, also die Rückmeldung hier über das TLE-Interface zeigen. Die aktive Positionsrückmeldung, quasi via Feedcar und über Funkübertragung, das werde ich euch dann in einem späteren separaten Video zeigen. Genauso zeige ich euch heute, wie ihr so einen Servoantrieb hier in der Light Control einrichten könnt, damit ihr den später in iTrain bzw. iK verwenden könnt. Und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Ich wünsche euch wieder viel Spaß. Hier ist ja wieder unser Gleisbild, das wir im letzten Tutorial-Video erstellt haben. Um jetzt die Rückmelder und so weiter bearbeiten zu können, müssen wir wieder in den Gleisbild-Editor wechseln. So. Und jetzt müssen wir halt immer auf so ein Rückmeldeobjekt klicken, doppelklicken, und dann öffnet sich hier dieses Eigenschaftenfenster für die Rückmeldung. Ich sag mal, Gleisbildelement ist bei diesem Teil relativ egal. Damit iK alle Objekte eindeutig identifizieren kann, ist es wichtig, dass diese alle einen eindeutigen Namen haben. Also der Name darf auch nur einmal vorkommen. Und da das jetzt mein zweiter Melder ist und der sozusagen den Bremszeitpunkt bestimmen soll, also oder signalisieren soll, was eigentlich bei iK jetzt gar nicht ganz richtig ist, weil iK interessiert es eigentlich herzlich wenig, ob hier jetzt der Bremszeitpunkt beginnt oder hier, weil der das über die Berechnung dann später macht. Aber dennoch gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass dieses mein Melder ist, der eigentlich den Bremszeitpunkt signalisiert. Und deshalb nenne ich den jetzt Brake für Bremse, ja, Englisch Brake, BL für Block, ja, 1. Oder nee, machen wir 3. Brake, Block 3. Machen wir das hier als Block 3. So nenne ich den. Eine Beschreibung brauche ich nicht unbedingt einzugeben. Jetzt ist es noch wichtig, den Typ vom Rückmelder auszuwählen. Oder ja, so wichtig ist es eigentlich nicht, aber man sollte es schon machen. Man sollte es schon dem Ganzen richtig zuordnen. Beim K-System verwenden wir ja eigentlich Hall-Sensoren. Und ihr seht schon, ja, die suchen wir hier vergeblich. Aber auch ein Hall-Sensor ist ja eigentlich bloß ein Momentkontakt. Ja, also in dem Moment, wo das Fahrzeug mit dem Lenkschleifer drüber fährt, in dem Moment wird auch dieser Impuls erzeugt. Das ist im Prinzip gleichzusetzen mit dem Thema Read-Kontakt. Deshalb gehen wir hier auf Read-Kontakt. Jetzt müssen wir natürlich auch noch sagen, ja, wo hängt dieser Read-Kontakt jetzt eigentlich dran oder dieser Sensor? Das ist natürlich die Schnittstelle, mein BDIP-Interface, und jetzt muss ich hier einen Knoten auswählen. Und ihr seht schon, ja, komisch, hier sind noch gar keine Knoten zum Auswählen. Ne? Das kommt daher, dass wir unser Projekt quasi noch nie mit der Anlage verbunden haben und iK-Train bzw. iK noch gar nicht die ganzen Knoten, die jetzt an meinem BDIP-Interface dranhängen, auslesen konnte. Ja? iK weiß noch gar nicht, was alles da dranhängt. Und deshalb ist hier die Liste auch noch leer. Deshalb mache ich jetzt erst nochmal auf OK und auch hier auf OK und gehe als erstes hier oben mal auf Verbinden. Und dann seht ihr, das dauert kurz. Und jetzt, wenn hier die Ampel grün ist, dann ist mein BDIP-Interface vollständig verbunden, und wenn ich jetzt hier drauf gehe und hier mal Doppelklick drauf mache, dann sehe ich alle Knoten, die er hier gefunden hat. Da habe ich natürlich mein BDIP-Interface, mein Ready TLE16, meine Light Control und meine RF Basis Node.
So, das können wir wieder schließen. Und wenn wir jetzt wieder ins Gleisbild gehen und jetzt wieder auf unseren Sensor hier und jetzt bei Knoten draufklicken, sehen wir, aha, da gibt er uns jetzt 2 Stück zur Auswahl. Warum taucht auch hier die Light Control auf? Das ist ganz einfach, weil auch die Light Control digitale Eingänge hat, die ich theoretisch für eine Rückmeldung verwenden könnte. Mache ich aber in dem Fall nicht, sondern ich mache das Ganze über mein Ready TLE 16. Und deshalb wähle ich das hier jetzt aus. Und jetzt muss ich natürlich noch sagen, an welchem Port er hängt, dieser Rückmelder. Und da ist es halt immer gut, wenn ihr euch im Vorfeld irgendwie eine Übersicht gemacht habt, wo eure Sensoren sitzen und was für eine Nummer die haben. Ja, dass bei mir jetzt hier überall 1 steht, kommt halt einfach noch daher, dass ich das Ganze ja mal für das S88 Interface gemacht hatte. Und da habe ich ja mit 1, 2, 3. Im Prinzip müsste da bei mir jetzt sozusagen dieses, ja, das hier stehen, ne? Ja, ist jetzt aber erstmal, sag ich mal, zweitrangig. Aber was auf jeden Fall sicher ist, ist hier, dass der Eingang Nummer 6 ist. Darum gehe ich jetzt her und wähle hier den Port 6 aus. Das ist im Prinzip alles schon, was wir machen müssen bei so einem Rückmeldekontakt. Jetzt brauchen wir nur noch auf OK klicken. Und das Ganze müsste natürlich jetzt noch für die anderen Sensoren gemacht werden. Heißt also der hier, das wäre jetzt sozusagen mein Stoppmelder. Darum kriegt der den Namen Stopp BL3 Block, ja, Stopp Block 3. Auch hier wieder ein Read-Kontakt, mein BDIP-Interface und mein Ready TLE und das ist der Port 3. Okay. Und der hier, das ist jetzt sozusagen mein In-Melder. Da mache ich jetzt In BL3. Auch hier wieder Read-Kontakt, Ready TLE und der Port 7. So. Und das Ganze muss ich eben jetzt auch für diese ganzen anderen Rückmeldekontakte erstmal machen. Und das zeige ich euch jetzt mal wieder kurz in Schnelldurchlauf. So, damit sind jetzt meine ganzen Rückmelder hinterlegt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier neben bei Rückmeldungen gucken, dann seht ihr, habt ihr hier alle Rückmelder aufgeführt. Ja? Jetzt kann man das Ganze auch mal ein bisschen größer machen wieder. Und dann seht ihr hier die ganzen Rückmelder mit euren Adressen. Wichtig, immer mal zwischendurch Speichern nicht vergessen. Weil je nachdem, was halt passiert, wenn es blöd läuft, stürzt euch euer IK ab und dann ist die ganze Arbeit für umsonst. Als nächstes werden wir uns um die Ampeln kümmern. Auch wenn wir in der Realität keine physikalischen Ampeln auf der Anlage haben, müssen wir dennoch in IK diese Ampeln konfigurieren, weil sonst kann er sie nicht erkennen und nicht steuern. Ja, zumindest virtuell steuern, sagen wir es mal so. Deshalb nenne ich die jetzt Ampel BL3 für Block 3. BDIP-Interface kann ich drinstehen lassen, in dem Fall Knoten natürlich keiner, Adresse keine. Ja, damit ist es quasi nur ein virtuelles Objekt. Und auch wieder auf OK. Und das machen wir jetzt auch wieder für alle 3 Ampeln. Ja, was ich jetzt auch noch vergessen habe oder was man auch noch machen kann, ist nicht ein Muss, sondern ihr seht hier, die Grundstellung ist da halt. In dem Fall hier unten zum Beispiel sage ich immer Grundstellung Fahrt. Gleiches gilt auch für diese hier, da sage ich auch immer Grundstellung Fahrt.
So. Auch das tun wir wieder speichern. Was jetzt noch fehlt, sind unsere zwei Weichen hier. Ja. Hier unten habe ich ja wirklich eine physikalische Weiche, ja, weil ich ja da die Richtung ändern muss. Das hier oben ist ja auch im Prinzip nur eine virtuelle Weiche. Ja, die ist zwar da, aber also die ist zwar hier im Rechner da, aber in der Realität existiert die ja nicht, weil da einfach meine Fahrdrähte oder mein Magnetband einfach zusammenläuft. Deshalb machen wir auch hier erstmal wieder eine virtuelle Weiche. Ich nenne die jetzt einfach mal Weiche 2. Auch hier wieder keine. Und okay. So, das war's schon mal für die hier. Auch das tun wir mal wieder speichern. Etwas, was ich noch vergessen habe bei der Weiche, da gehe ich jetzt nochmal hier in die Weiche rein. Das ist nämlich hier bei Längen und Geschwindigkeit. Wie ich es euch schon mal ein bisschen so erzählt habe, macht ja Eika relativ viel über die Zeit-Wege-Berechnung und berechnet die Fahrzeugpositionen eigentlich millimetergenau. Das kann es natürlich nur dann machen, wenn auch alle Längen ja quasi in Eika hinterlegt sind. Das heißt, natürlich auch alle Weichenlängen müssen natürlich in Eika hinterlegt sein, weil sonst kann er, wenn er das nicht weiß, wie lang meine Weiche ist, kann er natürlich da auch nicht berechnen, wo mein Fahrzeug ist. Deshalb müssen wir auch hier eine Länge eintragen. Und ja, ich habe es schon mal im Vorfeld gemessen. Das sind bei mir hier in dem Fall 5 cm. Und dann klicken wir einfach wieder auf OK. Jetzt kommen wir zur zweiten Weiche, beziehungsweise eigentlich zur ersten Weiche, der hier unten. Da gehe ich auch mal drauf und hier wird es natürlich jetzt ein bisschen aufwendiger. Als erstes natürlich wieder der Name, das ist Weiche 1 in dem Fall bei mir. Und jetzt brauche ich natürlich meine Light Control, denn meine Weiche hängt ja an dem Servoausgang von der Light Control. Hier wähle ich natürlich wieder mein BDIP Interface aus und wenn ich jetzt hier bei Knoten draufklicke, dann seht ihr gleich, klasse, und wo ist jetzt eigentlich meine Light Control? Die taucht momentan hier in dieser Liste nicht auf. Und zwar taucht die aus dem Grund nicht auf, weil hier mein Ausgabegerät momentan auf Standard steht. Ja, und hier muss ich jetzt auf den Accessory Bus umstellen. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich meine, dass bei BDIP zwischen den normalen Knoten und den Zubehörknoten unterschieden wird. Und gerade die Light Control ist ja eigentlich was für Zubehörartikel zu steuern. Und deshalb finde ich die nur auf dem Accessory Bus. Ihr seht auch, wenn ich da umschalte, da ändert sich schon mal relativ schnell was. Da fällt nämlich auch relativ schnell mein DCC-Protokoll weg, weil ich das dann in dem Fall ja nicht brauche. So. Und wenn ich jetzt hier auf Knoten klicke, seht ihr, oh, da ist ja meine Light Control, ne? So. Und jetzt muss ich sagen, an welchem Port das Ganze hängt. In dem Fall, da kommen wir dann jetzt auch gleich noch dazu, weil den Servo an der Light Control, den können wir nicht so ohne weiteres benutzen. Auch da müssen wir die Light Control erst konfigurieren. Das werde ich jetzt gleich im Anfang machen, wenn wir hier fertig sind. Nehmt es erstmal so hin, dass hier das Ganze an den Port 0 kommt. Jetzt haben wir hier noch das Thema Pseudoadresse. Und hier muss ich jetzt auch noch auswählen, doppelt 1 und 2. Und jetzt müssen wir hier noch, bei 1 und 2, müssen wir hier noch einmal eine 1 und einmal eine 2 eintragen. So. Das hier unten können wir komplett lassen und auch hier müssen wir jetzt wieder bei Länge und Geschwindigkeit rein und in dem Fall ist es bei mir jetzt hier 6 cm. So. Genau, so wäre jetzt die Weiche erstmal eingerichtet. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr die Weiche in der Light Control, beziehungsweise wie ihr es hinkriegt, dass auch wirklich, wenn ihr
hier dann später die Weiche umschaltet, damit eure Glide Control auch wirklich das macht. Und da das Ganze jetzt relativ sinnfrei wäre, wenn ich euch das hier an der fertigen Weiche zeigen würde, ja, wo ihr ja gar nichts erkennen könnt mehr, nehme ich jetzt einfach mal den zweiten Ausgang von der Light Control und habe da einfach mal einen normalen Servomotor dran gesteckt, damit ihr da ein bisschen was seht. Und das Bild blende ich jetzt ganz unten ein und ja, jetzt zeige ich euch mal, wie man das Ganze konfiguriert. Zur Konfiguration der Light Control benötigt ihr dieses Speedit Wizard Tool. Ja, das findet ihr auch auf der Homepage vom BeatitBeaky. Den Link stelle ich euch wie immer in die Videobeschreibung und den habe ich einfach hier schon mal geöffnet und jetzt müssen wir uns natürlich als zuerst einmal wieder mit unserem Interface und der Light Control oder mit dem Interface und den ganzen Knoten, die da hinten dran hängen, verbinden. Dazu drücken wir einfach mal hier kurz hier drauf. Das können wir natürlich schließen. Jetzt klicken wir einfach mal hier drauf. Auch jetzt dauert das Ganze wieder kurz und schon sind unsere ganzen Knoten hier verfügbar. Und jetzt klicken wir auf die Light Control und zwar klicken wir jetzt doppelt auf die Light Control. Und jetzt seht ihr, jetzt dauert das auch wieder ganz kurz und jetzt werden quasi alle Daten von der Light Control eingelesen. Und hier haben wir jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wir können hier die Firmware aktualisieren und so weiter. Hier ist dann so die Info von der Light Control. Hier haben wir die ganzen Zubehör und hier seht ihr wieder diese Pseudo-Adresse. Hier ist nämlich dieses 00. Ja, das ist nämlich das, was wir eben in der Light Control eingetragen haben. Da haben wir dann die Makros. No, da haben wir die Makros und wenn wir auch hier draufklicken, dann sehen wir nämlich in diesem Zubehör 0 sind nämlich diese zwei Befehle drin. Ja, deshalb also Zubehör 0 und diese 1 und die 2. Hier haben wir dann unsere ganzen Makros. Da will ich jetzt auch gar nicht so detailliert drauf eingehen, weil über die Light Control kann man, glaube ich, alleine schon ja, 6, 7 Videos machen oder könnte man da schon drüber machen. Dann haben wir hier die Eingänge, unsere Lichtausgänge, unsere Schaltausgänge, unsere Servoausgänge. Ja. Und da seht ihr jetzt den ersten hier schon angelegt. Das ist meine Weiche. Und hier über den Schieber kann ich jetzt quasi meine Position verändern. Das kann ich jetzt auch einfach mal hier für den zweiten Servo machen. Und dann seht ihr, ja, der Servo bewegt sich hier. Ne? Und hier kann ich jetzt quasi meine ganzen Parameter einstellen. Einmal, wie schnell soll das Ganze funktionieren? Ja, wie schnell soll sich der Servo stellen? Dann den Justierwert oben, den Justierwert unten quasi, wo ist mein oberer Anschlag und wo ist mein unterer Anschlag. Und den kann ich halt einfach durch Doppelklick, kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen 100. Enter. So, und wenn ich jetzt hier wieder mit dem Teil hier runterfahre, dann seht ihr, geht er bloß noch bis 100. Das gleiche kann ich dann auch mit meinem oberen Anschlag machen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage 150. Und ab sofort bewegt sich mein Servo nur noch in diesen zwei Werten. No, seht ihr hier und hier. Ja, also der Ausschlag ist jetzt nur noch ganz gering. Wenn ich jetzt hier wieder 250 zum Beispiel eintrage, dann ist die Gestellgeschwindigkeit oder der Weg wesentlich größer. Ja, also hier könnt ihr, oder hier müsst ihr quasi die Anschläge einstellen, quasi da, wo eure Fahrträte sind. Und mit der Geschwindigkeit, ja, da könnt ihr jetzt zum Beispiel, wenn ich da 10 eintrage, dann seht ihr, dauert es relativ lang, bis der Servo gestellt hat. Wenn ihr so weit seid, dann habt ihr schon mal einen Schritt gemacht. Verwenden in iTrain könnt ihr das Ganze halt immer noch nicht, weil ihr müsst natürlich erst noch so ein Accessory anlegen und die dazugehörigen Makros. Jetzt, wenn man sich das Ganze hier mal anguckt, was hier alles so im Hintergrund drin steht und ja, und hin und her und hü und hot und was weiß ich nicht alles, ja, wenn ich dieses mir alles angucke, sieht es relativ kompliziert aus. Und das alles händisch anlegen ist auch wahnsinnig aufwendig. Deshalb macht es relativ wenig Sinn, aber es gibt hier entweder hier auf der Startseite oder hier oben so einen Zauberstab. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf.
Dann geht natürlich wieder ein Fenster auf, wie immer auf dem falschen Monitor. Ne? Das ziehe ich jetzt erstmal rüber und dann gibt es hier den BDIP-Knoten-Konfigurator. So, da gehen wir einfach mal weiter und jetzt will er wissen, ja, was mache ich denn überhaupt? Will ich einen Lichteffekt konfigurieren, will ich ein Signal konfigurieren oder eine Weiche? In dem Fall möchte ich eine Weiche konfigurieren, weiter. Dann will er natürlich wissen, ja, was will ich, ja, dann will er natürlich wissen, was für einen Weichentyp, ja, oder Weichenart möchte ich auswählen. Hier bleiben wir einfach bei Weichenantrieb mit Servo mit mehr als 2 Positionen. Auch wenn wir nur 2 haben, werden wir jetzt gleich sehen. So, dann möchte er das verwendete Accessory. Da gehen wir jetzt her und sagen, das verwendete Accessory 1. Nummer des ersten Makros machen wir jetzt 2. Nummer des Servoports ist 1. Ja, weil die zwei Makros sind ja schon belegt. Deshalb ich möchte ja neue Servos haben. Name des Accessory kann ich natürlich jetzt auch noch meine Weichennummer eingeben, zum Beispiel Weiche XY. Ja, ich habe jetzt da keine Weiche. Name des Servos, Servo 2. Machen wir doch einfach mal so. Und hier sehen wir die Anzahl der Positionen. In dem Fall habe ich bloß 2 Positionen, dann sage ich einfach weiter. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Und wenn ich jetzt hier reingucke, habe ich hier mein zweites Accessory mit meinen 2 Begriffen wieder, Begriff 0 und Begriff 1. Und bei den Makros habe ich Weiche, Pos X, Pos Y. Hm? Und so einfach ist das. Und wenn ich jetzt hier einfach mal in mein Accessory gehe und sage hier einfach mal Start, dann geht natürlich nichts, weil er in der Position schon steht. Aber wenn ich hier drauf drücke, zack, stellt mein Servo nach da. Und wenn ich hier wieder drauf kriege, zack, stellt er nach da. So einfach war das. Und mit dieser Konfiguration kann ich jetzt wieder in iTrain oder iCar weitermachen, indem ich jetzt hergehen würde und würde jetzt einfach das zweite Accessory anlegen. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt auch einfach nochmal. Doch bevor ich das überhaupt machen kann, muss ich natürlich den BDIP Wizard wieder schließen, weil ich kann mich halt nur einmal mit meinem Interface verbinden. Entweder mit iTrain oder iCar oder halt mit dem Tool. Darum tue ich jetzt die Verbindung hier wieder trennen. Schließe mein BDIP Wizard. Dazu öffne ich jetzt wieder iTrain. So, das ist ja unser Gleisbild oder unser Straßenbild aus unserem Tutorial-Projekt. Ich gehe mal wieder auf Gleisbild. Und jetzt gehe ich einfach mal her, mache mal was man eigentlich nicht machen sollte, aber ich lege einfach mal hier eine Weiche hin. Ja, ist jetzt erstmal egal, die tue ich nachher natürlich wieder rauslöschen. So, dann geben wir dem Thema halt mal das Weiche XY, mein BDIP Interface, Ausgabegerät Accessory Bus, Light Control, Port ist in dem Fall dann 1, ja, weil wir dann das erste Accessory nehmen, nicht den 0. Accessory, sondern den ersten. Dann gehen wir hier auf Doppelt und dann geben wir hier wieder 1 und die 2 ein. Länge brauche ich jetzt mal gar nicht, weil interessiert mich ja später nicht mehr das Teil. So, das wäre es erstmal. Und wenn ich jetzt sage auf OK, jetzt ist meine Weiche hier. Auch hier gehen wir mal wieder auf Speichern. OK. Und wenn ich jetzt hier meine Weiche bewege, dann sollte ich mich zumindest jetzt erst noch mit dem Interface und dem ganzen, meinem ganzen BDIP-Bus verbinden, weil sonst kann ich da unten klicken, wie ich will. Ne? Ja. So, und wenn ihr jetzt da drauf klickt, seht ihr, wunderbar, oder? Genau das, was wir wollen.
Seht ihr, und so einfach ist das Ganze, die Weicher von der Light Control hier in das Projekt zu integrieren. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieses heutigen Videos. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ich konnte euch das ein oder andere Neue vielleicht zeigen und wünsche euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.